Viele denken, ein Grow-Zelt ist zwangsläufig laut, vor allem wegen der Abluft. Ich zeige dir heute meine Lösung, die so leise läuft, dass man problemlos im selben Raum arbeiten oder sogar schlafen kann. Dabei gehe ich Schritt für Schritt durch mein Setup und erkläre dir die Überlegungen dahinter. Außerdem zeige ich dir, wie aktive Zuluft die Abluft effizient unterstützen kann und damit auch weniger Staub ins Zelt gelangt. Mein Grow-Zelt steht im Büro, keine 2 Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt. Ich wollte ein Abluftsystem, das leise genug ist, um täglich daneben zu arbeiten. Mein Ziel war es, ungefähr die Lautstärke meines PCs zu erreichen. Außerdem wollte ich die volle Höhe des Zeltes ausnutzen können. Ein darin hängender Aktivkohlefilter nimmt schnell 20 bis 30 cm wertvollen Platz weg. Also war klar, ich brauche eine Lösung, die leise läuft und mir trotzdem die komplette Höhe für die Pflanzen lässt. Ich zeige dir jetzt, wie ich das gebaut habe. Ist das etwas Overkill? Vielleicht. Aber dafür habe ich jetzt meine Ruhe und Spaß macht Basteln ja auch. Das komplette System sitzt in einem Schrank mit 30 x 35 cm Grundfläche und 1,85 m Höhe. Den habe ich über Kleinanzeigen gefunden, mit verstellbaren Einlegeböden, was für den Aufbau extrem praktisch war. Die Rückwand habe ich durch eine USB-Platte ersetzt, um mehr Stabilität zu bekommen. Der Schrank steht auf gummierten Rollen, das dämpft Vibrationen und ich kann ihn bei Bedarf einfach verschieben. Kernstück meiner Abluft ist ein Prima Klima PK 125 EC Blue. Der schafft bei Vollgas fast 700 Kubikmeter pro Stunde, verbraucht dabei aber erstaunlich wenig Strom. Außerdem ist er stufenlos regelbar und dank EBM-Papst-Motor in Industriequalität wird er ewig halten. Als Aktivkohlefilter verwende ich ein 125er Modell mit rund 50 cm Länge. Der ist inzwischen schon einmal neu befüllt worden. Vor dem Lüfter sitzt eine Filterbox, die den Lüfter und den Aktivkohlefilter vor Staub und Partikeln schützt. Zwischen Zelt und Lüfter sitzt ein flexibler Schalldämpfer, der dämpft das Geräusch auf der Ansaugseite. Und zwischen Lüfter und Aktivkohlefilter ist ein 50 cm langer Telefonieschalldämpfer verbaut, der den größten Effekt bringt. Unterstützt wird die Abluft durch eine aktive Zuluft, eine Eigenkonstruktion mit einem Arctic P14. Die drückt gefilterte Zuluft ins Zelt, hält Staub draußen und entlastet gleichzeitig den Vorfilter auf der Abluftseite. Gerade in der Blüte will ich nicht, dass sich Haare, Pollen oder Abrieb auf die Blüten setzen. Kurzer Hinweis zwischendurch. In meinem Shop findest du nicht nur meine selbst entwickelten 3D-Druckteile, sondern ab sofort auch Vaporizer zu fairen Konditionen. Wenn du ein bestimmtes Modell suchst, das noch nicht gelistet ist, schreib mir einfach eine kurze Mail. Ich prüfe gern, ob ich es liefern kann. Mit jedem Einkauf unterstützt du auch diesen Kanal und ermöglichst weitere Projekte wie dieses hier. Danke dafür. Ich habe mich bewusst für den Prima Klima 125 EC entschieden. Ein Lüfter mit stufenlos regelbarer Drehzahl. Der bringt bis zu 170 Watt Leistung und fördert maximal 680 Kubikmeter pro Stunde. Damit hat man ordentlich Reserven. Im PK 125 EC steckt ein EBM-Papst-Motor. Industriequalität, die quasi unkaputtbar ist. Was die Lautstärke angeht, entscheidend ist die Drehzahl. Je niedriger, desto leiser. Und je größer der Lüfter, desto mehr Luft kriegt man bei weniger Drehzahl durch. Warum also trotzdem nur 125 mm? Ganz einfach. Ich wollte den Schrank kompakt halten und auch die Kosten begrenzen. Mit einem 160er Lüfter wären auch die Schalldämpfer größer und das ganze Projekt deutlich teurer geworden. Ein Silent-Lüfter kam für mich nicht in Frage, aus einem einfachen Grund. Die Dezibelangaben bei diesen Geräten sind meist Augenwischerei. Ein gutes Beispiel sind die S&P Silent-Lüfter. Da werden erstaunlich niedrige Werte beworben. Schaut man sich dann aber das Kleingedruckte im Datenblatt an, fällt auf. Die messen den Schalldruckpegel mit 2 undefiniert langen Rohren vor und hinter dem Lüfter und das Ganze 3 Meter entfernt, im Freien. Außerdem wird so nur die Gehäuseabstrahlung gemessen, nicht das Strömungsgeräusch. Das ist also ungefähr so aussagekräftig wie der Spritverbrauch eines Autos bergab mit Rückenwind. Selbst ein überdimensionierter Lüfter auf niedriger Drehzahl verursacht noch Geräusche. Und zwar nicht wegen des Motors, sondern hauptsächlich wegen der Luft selbst. Was man oft sieht, der Lüfter wird in eine schallgedämmte Kiste gepackt. Das hilft gegen Gehäuseschall, aber nicht gegen das eigentliche Problem, die Geräusche des Luftstroms. Hauptverantwortlich für die Lautstärke sind die Turbulenzen an den Rotorblättern und in den Rohrleitungen. Deshalb setze ich auf Schalldämpfer aus der Lüftungstechnik. Die sind dafür gebaut, genau diese Strömungsgeräusche zu minimieren. Am wirkungsvollsten ist meistens ein Dämpfer direkt nach dem Lüfter, also in Strömungsrichtung. Hier sitzt bei mir ein 50 cm langer Schalldämpfer mit 50 mm Dämpfstärke. Der schluckt einen großen Teil der Luftgeräusche, bevor sie überhaupt im Rohr weiter transportiert werden. Aber auch auf der Ansaugseite entstehen störende Geräusche. Deshalb habe ich dort einen flexiblen Rohrschalldämpfer als Verbindung zum Grow-Zelt verbaut. Der reduziert zusätzlich den Schall. Alternativ könnte man hierfür auch schallisolierten Sonodeck oder Phonic Trap Schlauch verwenden. Das funktioniert vermutlich ähnlich, wird jedoch nicht ganz so gut dämpfen. Der Schrank selbst dient, sobald er geschlossen ist, als schalldämmende Box.
Denn auch wenn Schalldämpfer den Luftstrom beruhigen, strahlt der Lüfter trotzdem Schall über sein Gehäuse ab. Und genau dagegen helfen sie nicht. Deshalb habe ich die originale Rückwand durch eine 16 mm USB-Platte ersetzt. Damit wird aus dem Schrank eine stabile, dichte Kiste, also eine zusätzliche Schalldämmung. In jedem Fach steckt zusätzlich noch Noppenschaumstoff. Der dämpft den Luftschall innerhalb der einzelnen Fächer. Die Einlegeböden sind verstellbar, was praktisch war. Ich habe sie mittig rund ausgesägt und so angepasst, dass alle Komponenten exakt an ihren Platz gehalten werden. Der große Schalldämpfer ist flexibel, was ich gezielt ausnutze. Das Gewicht von Lüfter und Filter liegt direkt auf ihm. Durch die Elastizität wirkt er wie eine Art Dämpfungselement und federt Vibrationen ab. An allen Kontaktflächen der Böden steckt Schaumstoff, vor allem in den Bohrungen durch die Einlegeböden. Dieser dient der Entkoppelung, so wird kein Körperschall auf das Gehäuse übertragen. Wer einen besonders lauten Lüfter noch weiter dämmen will, kann ihn mit Butylmatten bekleben, ähnlich wie man sie auch im Fahrzeugbau verwendet. Ich habe hier noch etwas davon liegen, vom Dämmen meiner Espressomaschine. Bis jetzt habe ich sie allerdings noch nicht auf den Lüfter geklebt, da es so schon sehr leise ist. Die 90 Grad Bögen könnte ich ebenfalls noch damit bekleben, aber auch so reicht mir das erstmal aus. Wichtig, Butyl nicht betumen, wegen gesundheitsschädlichen Ausdünstungen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, die Luft muss natürlich trotzdem irgendwo raus. Die Bodenplatte des Schranks ist gelocht, so kann die Luft nach unten entweichen. Auf höheren Lüfterstufen entstehen Strömungsgeräusche am Filter, aber durch den geschlossenen Schrank werden die zusätzlich abgedämpft. Die Luft strömt so beruhigt aus, ohne dass man das groß hört. Der ganze Schrank steht, ähnlich wie das Grow-Zelt, auf Rollen. Das macht den Aufbau mobil und deshalb ist die Verbindung zwischen Zelt und Schrank auch nur gesteckt. Der 90 Grad Bogen oben am Abluftschrank lässt sich also einfach abnehmen und damit das Zelt von der Abluft trennen. Weil das vor dem Lüfter sitzt, also im Unterdruckbereich, spielt das für die Geruchsabdichtung keine Rolle. Kommen wir zum Mythos, dass Aktivkohlefilter nur saugend betrieben werden dürfen, weil sie angeblich nicht für drückenden Betrieb geeignet sind. Das hört man öfter, aber schauen wir uns das mal genauer an. Das Hauptargument ist meistens das Filtervlies. Das fängt grobe Partikel wie Staub ab, damit die Aktivkohle nicht so schnell zugesetzt wird. Und ja, das stimmt auch. Aber dafür gibt es eine einfache Lösung. Ich verwende einen externen Vorfilter aus der Lüftungstechnik, der direkt vor dem Lüfter sitzt. Der ist leicht zugänglich, filtert zuverlässig und lässt sich deutlich einfacher tauschen als ein Vlies, das man um den Aktivkohlefilter wickelt. Was die Geruchsneutralisierung selbst angeht. Geruchsmoleküle werden nicht mechanisch ausgefiltert, sondern durch Adsorption an die Oberfläche der Aktivkohle gebunden, vergleichbar mit Magnetismus. Die Oberfläche der Aktivkohle zieht den Geruch also quasi an. Durch die feine Porenstruktur hat sie eine enorm große Oberfläche, 1 Gramm davon zwischen 800 und 1500 Quadratmeter, je nach Qualität. Und diese Oberfläche ist das Entscheidende, nicht die Richtung des Luftstroms. Die Gerüche werden also angezogen, egal ob die Luft gezogen oder gedrückt wird. Viel entscheidender ist hier die Strömungsgeschwindigkeit. Je schneller, desto schlechter die Filterleistung. Eine aktive Zuluft ist grundsätzlich nicht zwingend nötig. Viele Setups laufen auch gut ohne. Aber sie kann die Abluft spürbar entlasten. Je größer der Ansaugwiderstand, desto höher muss der Abluftventilator drehen, um denselben Luftstrom aufrechtzuerhalten. Und dadurch wird er lauter. Ich habe meine aktive Zuluft zusätzlich mit einem Staubfilter kombiniert. Die angesaugte Luft wird also direkt gereinigt, bevor sie ins Zelt gelangt. So landen deutlich weniger Partikel auf den Blüten. Außerdem entlastet das auch den Vorfilter auf der Abluftseite und letztlich den Aktivkohlefilter. Als Lüfter verwende ich wie in meinen anderen Projekten einen Arctic P14 PC-Lüfter. Der läuft durchgängig und die Drehzahl stelle ich mit dem gleichen Spannungswandler ein wie im Video zur leisen Umluft mit PC-Lüftern. Das Ganze ist modular aufgebaut und speziell für Homebox Grow-Zelte gemacht. Hinter der Zuluft sitzt zusätzlich eine Lichtfalle, damit kein Licht ins Zelt gelangt. Die Lichtfalle funktioniert übrigens auch allein ohne die aktive Zuluft. Für die Homebox Q80 gibt es beides, Zuluft und Lichtfalle, direkt in meinem Shop. Für die Q100 ist bisher nur die Lichtfalle verfügbar. Die restlichen Teile werden gerade angepasst. Falls Interesse besteht, das gleiche für andere Growboxen zu bekommen, schreibt es in die Kommentare. Und weil die Frage oft kommt, ja, auch mit aktiver Zuluft herrscht weiterhin Unterdruck im Zelt. Der Abluftlüfter ist deutlich stärker und zieht mehr Luft raus, als die Zuluft reindrückt. Gerüche können also nicht entweichen. Das ganze System ist sicher nicht billig, weder in der Anschaffung noch im Aufwand. Für Lüfter, Schalldämpfer, Schrank, Filter und Zubehör muss man schon ein paar hundert Euro rechnen, je nach Qualität und Ausführung. Ich habe den Prima Klima EC-Lüfter günstig gebraucht gekauft. Insgesamt hat mich das komplette Setup etwa 300 Euro gekostet. Knapp die Hälfte davon allein für den Lüfter. Aktivkohlefilter und Lüfter braucht man aber sowieso für die übliche Abluft. Also ist der Aufpreis auch nicht mehr so hoch. Klar ist aber, der Platzbedarf ist größer. Und der Aufbau braucht Zeit und Planung. Ein weiterer Punkt. Die Abluft wird bei diesem Aufbau direkt in den Raum geblasen, nicht nach draußen.
Das ist für viele Situationen völlig ausreichend. Aber wer die Luft nach außen leiten möchte, braucht zusätzliche Maßnahmen. Je nachdem, wo die Frischluft ins Zelt gelangt, muss man auch aufpassen, dass nicht direkt die Abluft wieder angesaugt wird. Sonst wird es schwierig, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten. Für mich war es das Geld und den Aufwand wert. Und die zusätzliche Höhe im Zelt ist auch sehr praktisch. Und gleich zeige ich dir, wie sich das Ganze in der Praxis anhört. Hier ein kleiner Testaufbau. Gemessen wird der Prima Klima PK 125 EC. Komplett ohne Rohre oder Schalldämpfer, also im Worst Case. Alle Angaben sind in dBA, weil nur das der Bereich ist, den Menschen tatsächlich hören können. Wie man sieht, habe ich den Prima Klima Lüfter am Spider-Farmer GGS Controller angeschlossen. Aktuell läuft das noch über den Lichtausgang. Wenn ich mal dazu komme, baue ich das um. Dann läuft er auch über den Lüfterausgang. Wer das selbst machen will, ich habe dazu ein eigenes Video. Do-it-yourself-Hack Spider-Farmer Controller mit anderen Geräten nutzen. Jetzt zur Messung. Bei 50% Leistung erreicht der Lüfter etwa 64 Dezibel in einem Meter Abstand. Bei voller Leistung sind es rund 77 Dezibel. Das ist schon relativ laut. Dann der erste Test mit nur einem Schalldämpfer. Bei 50% Leistung fällt der Pegel auf etwa 61 Dezibel. Mit beiden Schalldämpfern, also einem vorne und einem hinten, sind es bei 50% nur noch rund 48 Dezibel. Und sogar bei voller Leistung bleibt die Lautstärke mit beiden Schalldämpfern bei rund 62 Dezibel. Das ist ein deutlicher Unterschied zum Ausgangswert. Um die Unterschiede besser greifbar zu machen, habe ich hier noch einmal ein Diagramm erstellt. Das zeigt nicht die gemessenen Dezibelwerte, sondern die wahrgenommene Lautstärke, also das, was am Ende beim Ohr ankommt. Denn Dezibel sind nicht linear. Eine Steigerung um 10 Dezibel wird schon als doppelt so laut empfunden. 100% entspricht dabei dem Lüfter ohne jegliche Schalldämpfung. Mit einem Schalldämpfer sinkt die empfundene Lautstärke auf rund 80%. Mit beiden Schalldämpfern liegt sie nur noch bei etwa 22%. Die Messung basiert auf 50% Lüfterleistung, was etwa 380 Kubikmeter pro Stunde entspricht. Und in der Praxis läuft mein Setup meist mit deutlich weniger Leistung, also ist das hier eher das obere Ende der typischen Belastung. Auch wenn diese Werte mit einem speziellen Lüfter gemessen wurden. Das Prinzip funktioniert bei jedem Lüfter. Schalldämpfer helfen immer und je größer sie sind, desto stärker ist der Effekt. Wirklich interessant ist natürlich das reale Ergebnis, also wie laut das Ganze im endgültigen Zustand wirklich ist. Die Frage war, ist die Abluft in etwa so leise wie mein PC oder vielleicht sogar leiser? Bei 16% Lüfterleistung messe ich an meinem Arbeitsplatz, etwa 2 Meter entfernt, rund 29 Dezibel. Das reicht bei mir aktuell für eine Temperatur von 26 Grad im Zelt und etwa 65% Luftfeuchtigkeit. Steigere ich auf 20%, sind es etwa 30 Dezibel. Schalte ich dann meinen PC ein, steigt der Pegel auf rund 31 Dezibel. Das heißt, die Abluft ist selbst bei 20% Leistung noch leiser als mein Rechner. Bei 30% Lüfterleistung geht der Wert auf etwa 33 Dezibel hoch, immer noch sehr moderat. Für den letzten Test habe ich das Zelt leicht geöffnet. Bei 50% Lüfterleistung entsteht sonst ordentlicher Unterdruck. Das wollte ich dem Zelt nicht zumuten. Trotzdem, am Arbeitsplatz werden etwa 39 Dezibel gemessen. Das ist in etwa das Niveau eines leisen Gesprächs. Zum Vergleich, im offenen Testaufbau mit 2 Schalldämpfern hatte ich bei 50% rund 48 Dezibel, also 9 Dezibel mehr. Das zeigt, wie viel zusätzlich die Schalldämmung durch den Schrank selbst ausmacht. Ich hatte vorher einen anderen Prima Klima Lüfter, den ich mit einem Stelltrafo geregelt habe. Daher kann ich nicht genau sagen, wie viel Leistung ich am Ende tatsächlich brauchen werde. Aber ich gehe davon aus, dass ich selten über 30% hinaus muss, selbst am Ende der Blüte, wenn es mit der Luftfeuchtigkeit kritisch wird. Zusammenfassend lässt sich also sagen, besonders sinnvoll ist so ein Aufbau für alle, die ihr Grow-Zelt im Schlafzimmer, im Büro oder generell in bewohnten Räumen betreiben. Geräusche im Dauerbetrieb stören da einfach und genau dafür ist die Lösung ideal. Außerdem sollte man, statt Geld für angeblich leise Silent-Lüfter auszugeben, lieber direkt in gute Schalldämpfer investieren. Die versprochenen Werte der Lüfter werden oft nicht eingehalten oder nur unter Laborbedingungen, die mit dem echten Einsatz wenig zu tun haben. Müsste ich das System nochmal neu aufbauen, würde ich versuchen, die komplette Abluft direkt unter oder über dem Zelt zu integrieren, damit dieser Platz nicht verschenkt wird.
Einfach, um den gesamten Footprint noch weiter zu reduzieren. Unterm Strich, für mein Setup hat sich der Aufwand gelohnt. Ich wollte eine Abluftlösung, die im Alltag kaum hörbar ist. Und genau das habe ich jetzt. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr eine eigene Lösung für eine leise Abluft gebaut? Oder plant ihr sowas gerade? Schreibt's gern in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wie es mit dem Docht-Systemversuch weitergeht, zeige ich demnächst. Bis zum nächsten Mal.